Warum sind deutsche Sätze eigentlich so lang? Die Attribute sind schuld. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und in diesem Video lernst du die letzte der 5 Funktionen: Prädikat, Subjekt, Objekt, Adverbial und Attribut. Was sind Attribute und warum sind sie so wichtig für dich? Hier direkt ein Beispiel. In der seit letztem Monat frisch renovierten Wohnung meiner Nachbarin steht eine sehr geräumige Küche aus hellem Naturholz. Welche sind die Attribute? Alle Teile, die Sätze so lang machen. Schau mal. Das heißt, die minimale Information in diesem Satz ist: In der Wohnung steht eine Küche. Du siehst, Attribute gibt es überall. Sie sind nämlich Teile von Subjekten, Objekten und Adverbialen. Da sie bestimmte Grammatikregeln haben, vor allem für Endungen und den Satzbau, gebe ich dir heute einen kompletten Überblick über alle Attribute in der deutschen Sprache. Und damit du noch schneller an dein Lernziel kommst, habe ich dir ein tolles Lernpaket mit ganz vielen Materialien gemacht, das du dir kostenlos herunterladen kannst. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video. Wenn du die letzten 4 Videos geschaut hast, weißt du nun, wie man einen Satz analysiert. Wozu brauchst du das? Vor allem für die Endungen für den Akkusativ, den Dativ und den Genitiv, denn damit haben Deutschlerner große Schwierigkeiten. Also, analysieren wir mal den Satz vom Anfang, denn der ist ja voller Attribute. Wir beginnen mit dem Prädikat. Steht. Danach das Subjekt. Wer oder was steht? Eine sehr geräumige Küche aus hellem Naturholz. Woraus besteht dieses Subjekt? Jeder Satzteil hat einen Kopf. Und das ist das zentrale und wichtigste Wort. Ohne dieses Wort ergibt die ganze Phrase keinen Sinn. Welches ist es? Küche. Und dazu gehört natürlich der Artikel eine. Das ist der Kopf der Phrase. Die anderen Wörter sind Attribute und in diesem Satz zusätzliche Informationen, die man nicht unbedingt braucht. Wie du siehst, können sie links und rechts vom Kopf stehen. Und aus diesem Grund gibt es 2 Arten von Attributen: Linksattribute und Rechtsattribute. Wir beginnen zunächst mit dem linken Teil des Subjekts. Eine sehr geräumige Küche. Geräumige ist ein Adjektiv im Singular, das die Küche beschreibt. Du erkennst es daran, dass es eine Endung hat und direkt vor dem Nomen Küche steht. Das ist typisch für Adjektive, denn sie beschreiben Nomen, auch Substantive genannt. Und es steht im Nominativ, denn Subjekte stehen immer im Nominativ. Außer es gibt eine Präposition, dazu komme ich aber gleich. Was ist mit sehr? Wohin gehört das? Du musst dir vorstellen, dass jedes Wort seinen Platz im Satz hat und zu irgendeiner Phrase gehört. Kann man sagen, eine sehr Küche? Nein. Kann man sagen, sehr geräumig? Ja. Das heißt also, dass sehr zu geräumig gehört. Kann sehr eine Endung haben? Nein. Und aus diesem Grund ist es kein Adjektiv, sondern ein Adverb. Adverbien beschreiben keine Nomen, sondern sie beschreiben entweder andere Verben oder auch Adjektive, so wie in diesem Fall. Sie haben noch weitere Funktionen, aber die erkläre ich dir ein anderes Mal. Zurück zum Beispiel. Sehr geräumige ist ein Attribut von eine Küche. Es beschreibt die Küche also näher. Nun gibt es aber noch mehr Informationen in diesem Subjekt, die die Küche beschreiben. Und was ist das wohl? Klar, auch ein Attribut.
Aus hellem Naturholz ist ein Attribut, das mit einer Präposition beginnt und beschreibt, aus welchem Material die Küche ist. Präpositionalattribute stehen normalerweise rechts vom Kopf. Der Kopf, man sagt auch Bezugswort oder Referenzwort, denn die ganzen Attribute beziehen sich ja auf dieses eine Wort, in diesem Fall die Küche. Achtung, wer jetzt denkt, dass aus hellem Naturholz ein Adverbial ist, der liegt leider falsch. Warum? Das kannst du ganz einfach testen. Nach Adverbialen fragt man immer mit dem Prädikat, also dem Verb aus dem Satz. Die Frage wäre dann, woraus steht eine sehr geräumige Küche? Ergibt diese Frage Sinn, woraus steht? Nein, und aus diesem Grund ist aus hellem Naturholz kein eigenes Satzglied. Es ist Teil von etwas Größerem, in diesem Fall vom Subjekt. Ist das ungefähr klar? Dann geht's weiter mit der Analyse, nachdem wir nun das Prädikat und das Subjekt erfragt haben. Was fragen wir nun? Wo steht eine sehr geräumige Küche aus hellem Naturholz? In der seit letztem Monat frisch renovierten Wohnung meiner Nachbarin. Da wir wo fragen, handelt es sich hier um ein Adverbial, lokal. Nun zerlegen wir dieses Adverbial in seine Einzelteile, wie ein Puzzle. Frage an dich, was ist der Kopf dieser Frage, also die zentrale Information, ohne die es nicht geht? In der Wohnung. Schau dir frisch renovierten an. Erinnert dich der Satzbau an unser Subjekt? Phrasen sind immer ähnlich aufgebaut, egal ob Subjekt, Objekt oder Adverbial. Und wenn du das einmal verstanden hast, wird dir alles viel logischer erscheinen. Also, renovierten ist das Adjektiv, das beschreibt, wie die Wohnung ist. Und das steht im Dativ, denn die Präposition in braucht immer den Dativ, wenn du von einem Ort sprichst. Erinnerst du dich? Und frisch? Ist es eine frische Wohnung? Nein, sie ist frisch renoviert. Frisch sagt also etwas darüber aus, wie die Wohnung renoviert ist. Man könnte ja auch sagen, in der schlecht renovierten Wohnung oder sowas. Das heißt, dass frisch wieder ein Adverb ist, das das Adjektiv renoviert beschreibt. Nun gibt es aber noch eine weitere Information in der Phrase, nämlich seit wann sie frisch renoviert ist. Seit letztem Monat. Auch hier wieder der Dativ, denn seit braucht immer den Dativ. Zusammen ist seit letztem Monat frisch renovierten das Attribut von der Wohnung. Ja, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert, aber du wirst sehen, dass Phrasen immer wieder die gleiche Struktur haben. Und mit etwas Übung schaffst du das. Jetzt gibt's ja noch eine Information über die Wohnung, und zwar rechts in der Phrase. Meiner Nachbarin. Was könnte das sein? Eine Präposition gibt es nicht. Und da steht der Artikel meiner. Es ist also ein Genitivattribut. Und das ist der typische Genitiv, den du sonst auch immer siehst. Es gibt nur zwei Genitive. Das Genitivobjekt, das man aber fast nie benutzt, und das Attribut. Meiner Nachbarin ist das Attribut von Wohnung. Es gibt an, wem die Wohnung gehört. Und das ist ja typisch für den Genitiv. Das Auto meiner Schwester, der Garten meines Bruders und so weiter. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum manche Attribute links und andere rechts von ihrem Kopf, also von ihrem Referenzwort stehen. Dafür gibt es ein paar Regeln. Ich habe dir hier mal eine kleine Tabelle dafür gemacht. Links stehen vor allem Adjektivattribute, zum Beispiel schön, aber auch das Partizip 1 und 2, brennend oder gestrichen. Wenn es Eigennamen sind, kann der Genitiv auch links stehen, zum Beispiel Marions Wohnung.
Rechts stehen vor allem Präpositionalattribute und Genitivattribute. Es gibt noch eine weitere Gruppe von diesen sogenannten Rechtsattributen, zum Beispiel die Wohnung dort ist frisch renoviert oder der Termin heute wurde abgesagt. Dort und heute sind Adverbialattribute. Du hast bestimmt schon mal von Relativsätzen gehört, oder? Das Video, das ich dir heute zeige, handelt von Attributen. Der Relativsatz, das ich dir heute zeige, gibt mehr Informationen über das Video. Man nennt das Attributsatz, denn er hat ein eigenes Verb, also Prädikat. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, das kannst du dir hier anschauen. Ja, das ist eigentlich schon der ganze Trick. Du brauchst natürlich ein bisschen Übung, aber mit der Zeit verstehst du das auf jeden Fall. Wenn du einen langen Satz siehst, versuche mal die unwichtige Information wegzustreichen, denn dann bleiben meistens ganz kurze Sätze übrig. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.